In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Ulux IoT Designer MQTT-Geräte einbinden und direkt in der Software testen können. Zuerst öffnen wir das Demo-Projekt. Stellen Sie beim MQTT-Broker die Adresse ein. Anschließend verbinden wir uns zum Broker und überprüfen, ob die Verbindung in Ordnung ist. Als nächstes öffnen wir das Tasmota Example Design. Zuerst möchte ich Ihnen zeigen, wie wir eine Zusatzinfo auswählen, in Form einer kleinen Kachel in der Mitte des Bildschirms. Als nächstes suchen wir uns passende Symbole. Wir haben jetzt nur die Icon-Bibliothek Time to Smile ausgewählt, daher werden nur wenige Symbole angezeigt. Selbstverständlich können Sie alle anderen Bibliotheken ebenfalls verwenden. Per Drag and Drop ziehen wir die Symbole an die passende Position. Sie werden grau dargestellt, da sie noch nicht mit Variablen verknüpft sind. Nun verknüpfen wir die Variable Tasmota Status mit dem linken Symbol. Selbstverständlich können wir bei diesem Symbol auch einen Icon-Titel anzeigen. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie die beiden vorhandenen Variablen funktionieren. Tasmota Power. In der Subscription ist der passende Topic bereits ausgewählt. Sie können über das Suchfenster aufgezeichnete Topics auswählen. Der Broker zeichnet automatisch alle Topics auf. Da es sich bei diesem MQTT-Topic um ein JSON handelt, wird das automatisch erkannt und in der Liste können wir den passenden JSON-Eintrag auswählen, in diesem Fall Power. Power ist vom Datentyp analog, da es sich um eine Zahl handelt. Als Darstellung wählen wir ganze Zahlen und zusätzlich W für Watt. Als Limit geben wir den Bereich 0 bis 100 an. 100 steht für maximal 100 Watt. Die zweite Variable ist der Tasmota Status. Hier wurde auch der Subscribe Topic ausgewählt. Es handelt sich wieder um ein JSON und als Datentyp wird nun digital verwendet. In der Auswertetabelle haben wir zusätzlich eine manuelle Auswertung hinzugefügt. Da wir bei On die LED rot leuchten lassen wollen und bei allen anderen Werten, als auch bei Off, soll die LED grün leuchten. Diese Variable verknüpfen wir jetzt mit der Taste. Dadurch weiß die LED der Taste, wie sie leuchten soll. Wir erstellen als nächstes eine zusätzliche Variable. Hier wählen wir den Topic aus, und zwar dieses Mal nicht den JSON-Topic, sondern den normalen. Tasmota liefert das Ergebnis in zwei Arten, einmal als JSON hier im Result und das zweite Mal als Text hier Power. Als Datentyp wählen wir wieder digital. Die Auswertung, ob On oder Off, geschieht automatisch. Der IoT-Designer erkennt Standardwerte wie True, On, Enabled als Einwerte. Diese Variable verknüpfen wir jetzt mit der rechten Steckdose. Auch hier wählen wir einen Titel aus.
Wir wollen, dass die Steckdose auch die aktuelle Leistung anzeigt. Daher wollen wir ein Textfeld an dieser Position erstellen. Dazu halten wir die Ctrl-Taste gedrückt. Derzeit hat die Steckdose 0 Watt Leistung. Ich schalte die Steckdose jetzt händisch ein und demnächst wird die Leistung angezeigt. Als nächstes wollen wir eine Verknüpfung zu einer weiteren Seite erstellen. Dazu wählen wir die passende Taste aus, drücken Plus, navigieren, nächste Seite und als LED-Farbe wählen wir Cyan aus. Das Navigieren testen wir jetzt, indem wir die Alt-Taste festhalten. Das funktioniert bereits. Die Steckdose selbst können wir allerdings noch nicht bedienen. Das machen wir als nächstes. Wir wählen die rechte obere Taste aus und wollen jetzt einen direkten MQTT-Befehl senden, und zwar an den Topic und als Wert senden wir Toggle. Die LED-Farbe soll aber direkt von der Steckdose kommen. Daher verknüpfen wir das per Drag and Drop. Zusätzlich wollen wir beim Umschalten auch noch einen Sound abspielen. Den ziehen wir per Drag and Drop ebenso in die Befehlsliste. Auch das können wir jetzt testen. Ich halte wieder die Alt-Taste fest. Die Steckdose wird umgeschaltet und gleichzeitig ertönt der Sound. Selbstverständlich ist das Testen auch im Live-Modus möglich.